Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Wer von euch mir auf meinen sozialen Kanälen folgt, hat wahrscheinlich schon einige Bilder von meiner vergangenen Malreise auf die griechische Insel Samos gesehen. Ich war dort Anfang Mai 2025 mit meiner geschätzten Kollegin Christina Jurig und einer Gruppe von 15 begeisterten Aquarellmalern unterwegs. Die Insel Samos ist ja sehr bergig und vor allem im Frühjahr auch eine sehr grüne Insel. Motive gibt es an jeder Ecke und wir haben während der Kurswoche an tollen Malplätzen draußen gearbeitet. Ich zeige euch jetzt einige Seiten aus meinem Skizzenbuch. Diese Skizzenbücher sind meine schönste Form der Erinnerung an solch eine Malreise. Nirgendwo komme ich dem unmittelbaren Gefühl, das ich vor Ort beim Malen hatte, so nah wie beim Anschauen dieser Bilder. Noch Jahre später habe ich dann sofort alle Sinneseindrücke beim Malen wieder präsent. Dabei müssen die Skizzen für mich überhaupt nicht perfekt sein. Im Gegenteil, eine gewisse Lässigkeit und Unperfektheit der Aquarelle in Verbindung mit ein paar Notizen oder aufgeklebten Erinnerungsstücken im Skizzenbuch machen den Reiz einer solchen Sammlung erst aus. Oft werde ich nach dem Hersteller meiner Skizzenbücher gefragt. Ich habe in der vergangenen Zeit überwiegend mit dem Bösner Aquarellbuch gearbeitet. Hier habe ich aber diesmal ein neues Skizzenbuch ausprobiert. Es ist von der Firma Etschel und besteht aus 100% Baumwollpapier. Auf einer Wanderung zur Berghöhle des Pythagoras auf Samos bin ich an diesem lichtdurchfluteten kleinen Motiv vorbeigekommen. Mich hat besonders gereizt, wie die strukturierten, dunklen Olivenbäume vor dem hellen Gebäude stehen, und ich habe diesen Eindruck hier in meinem Skizzenbuch festgehalten. Hier seht ihr die Skizze zu meinem heutigen Motiv. Skizze und Referenzfotos können sich die Unterstützer unseres Kanals auf der Steady-Seite der Aquarellwerkstatt herunterladen und dann zum Malen verwenden. Unter dem Video findest du einen Link zu Steady, deine Unterstützung. Dort kannst du dir unsere unterschiedlichen Pakete und die unterschiedlichen Zusatzleistungen gerne einmal anschauen. Für mein heutiges Motiv habe ich folgende Materialien verwendet: Jaune Brillant von Schminke, Lichter Ocker, Sienna gebrannt, Permanent Alizarin Karmesin, Kobaltblau, Neutraltinte von Winsor Newton, Green Appetite Genuine von Daniel Smith, Ultramarin Feinst, Perilane Green und Lasur Orange von der Firma Schminke. Ich arbeite auf Büttenpapier der Firma Arche, 300 Gramm Grain Fin. Das Format ist ungefähr DIN A4. Die Pinsel sind alle aus meiner eigenen Pinselkollektion: der Rotmarderhaarpinsel in der Größe 10, ein synthetischer Rundpinsel in der Größe 6, der synthetische Flachpinsel zum Auswaschen in der Größe 10 und der Linierer in der Größe 4. Ich beginne mit einem freundlichen Kobaltblau und male mit wenigen lockeren Strichen die Himmelsform. Im Anschluss daran gleich den Berg, der in der weiten Entfernung zu sehen ist, mit einer Mischung aus dem Himmelsblau, Kobaltblau, etwas Sienna gebrannt und auch ein wenig Alizarin Karmesin. Das Blau sollte in der Mischung überwiegen. Ein bisschen Lavendelblau kommt auch noch mit hinein. Diese Bergform füge ich an, solange wie der Himmel noch nass ist, sodass ein ganz weicher Rand entsteht. Im unteren Bereich kommt etwas mehr Sienna gebrannt hinein. Und weiter geht es mit verschiedenen Grüntönen, die ich mir mische aus Cadmiumgelb und den vorhandenen Resttönen hier auf meiner Palette. Und hier geht es in den Grüntönen erstmal um eine Grundierung. Hier wird schon das Schuppendach ausgespart und es kommen nachher dann noch andere Grünmischungen in die Fläche hinein. Etwas lichter Ocker hier auf die linke Seite, um zu variieren.
und auch ein bisschen Green Appetite Genuine. Den Olivenstamm hier befreie ich jetzt vorsichtig schon einmal von der grünen Farbe. Hier möchte ich später eine etwas bläulichere Stammfarbe haben. Weiter geht es mit verschiedenen Gelb- und Grünmischungen für die Blumenwiese im vorderen Bereich. Einige Stellen hier am Schuppen selbst feuchte ich vorsichtig vorher an mit klarem Wasser, damit jetzt ein ganz weicher Verlauf an dieser Stelle geschehen kann. Mit Jaune Brillant, das ist ja ein sehr heller Gelbton, hier gemischt mit meinen eben benutzten Grüntönen, setze ich einen sehr sonnigen Bereich in die Wiese. Und fahre dann für den Vordergrund mit Green Appetite Genuine und Lichter Ocker weiter fort. Etwas Variation noch in die Fläche mit Green Appetite Genuine und Sienna gebrannt und auch etwas Ultramarinblau für ein sehr dunkles Grün hier hinter den Olivenbaumstämmen. Die bunten Blumen auf der Wiese versuche ich jetzt mit Wassertropfen anzudeuten, die ich hier aus meinem synthetischen Pinsel auf den Vordergrund spritze. Und auch direkt mit Cadmiumgelb kommen einige Spritzer in die Fläche hinein. Noch ein paar dunklere Spritzer mit Perilane Green in die Fläche hinein. Als nächstes male ich das Dach des kleinen Schuppens mit Lasurorange und Permanent Alizarin Karmesin. Etwas lichter Ocker ist auch dabei. Ab und an wird die Farbe variiert, das heißt, die Farben mischen sich auf dem Papier, so dass die Fläche schön abwechslungsreich wird. Als nächstes folgen die grünen Fenster und die Tür. Hier arbeite ich mit einer Mischung aus Cadmiumgelb und Cobalt-Türkis Light für ein wirklich knalliges Grün und setze dann in die noch nasse Farbe Zylinblau und Ultramarinblau hinein. Die Striche ruhig etwas krumm und schief setzen. Das ist ein sehr altes und auch schon verlassenes Häuschen. Da müssen die Fensterrahmen nicht mehr ganz gerade sein. Auch hier in dem rechten
kleinen Anbauschuppen gibt es ein Fenster. Mit einer hellen Grünmischung aus Cadmiumgelb und ganz wenig Green Apatite Genuine setze ich hier im oberen Bereich ein paar helle Blattstrukturen. Und nach unten hin wird die Farbe dunkler, das heißt cremiger, und auch etwas Perylene Green kommt mit hinein. So kann ich das leuchtende orangefarbene Dach noch einmal aussparen. Auch ein paar lockere Spritzer können in die Fläche hinein. Hier arbeite ich noch ein wenig dunkler an den hellen Baum heran. Und ein paar Spritzer hier in diese grüne Fläche sorgen für Auflockerung. Als nächstes möchte ich die beiden Olivenbäume malen, die hier im Vordergrund stehen. Und dafür wasche ich mir die Form der Äste hier heller aus dem Hintergrund wieder heraus. Diese Olivenbäume haben eine ganz spezielle Form. Sie sind oft im oberen Bereich sehr stark beschnitten, sodass die Krone abrupt endet und einige helle Äste dann aus dieser beschnittenen Krone herauswachsen. Und natürlich ganz besonders typisch ist diese Rinde, die mit tiefen Einkerbungen versehen ist, hier manchmal sogar mit Löchern, durch die man dann im Stamm hindurchschauen kann. Für die silbrige Farbe des Olivenholzes mische ich mir ein neutrales Grau aus Kobaltblau und Sienna gebrannt und variiere diese Farbe mit Cobalt-Türkis Light, Zylinblau und Permanent Alizarin. Im oberen Bereich des Baumes verwende ich mehr Blau in der Mischung und hier unten kommt etwas mehr Sienna gebrannt und auch sogar ein wenig lichter Ocker in den Stamm mit hinein. Solange wie der Stamm jetzt hier noch feucht ist, möchte ich die dunklen Höhlen in der Rindenstruktur andeuten. Dafür mische ich eine sehr cremige Farbkombination aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau, auch etwas Alizarin Karmesin, für eine schöne dunkle graue Farbe und setze diese Flecken jetzt weich in die Rinde hier hinein. Und dann hole ich mit dem Auswaschpinsel bestimmte Bereiche wieder heller aus der noch nassen Farbe heraus. Hier auf der linken Seite setze ich die Rinde noch mal ein bisschen dunkler. Und ein paar Gräser ritze ich in die untere Seite des Stammes noch ein. Den zweiten Stamm male ich auf ganz ähnliche Art und Weise.
Auch hier setze ich die dunklen Farbflecken noch in die feuchte Fläche des Stamms hinein. Mit der Sprühflasche feuchte ich die Bereiche der Baumkronen der Olivenbäume etwas an und spritze dann lockere Formen mit verschiedenen Grüntönen hinein. Green Appetite Genuine gemischt mit den Farben, die hier noch übrig sind vom Malen des Stammes. Nicht zu viel, ich möchte nur ganz locker die kleinen Blätter des Olivenbaums hier andeuten. Nun kommen die verbindenden Schattenformen ins Bild hinein. Ich beginne mit dem Schatten auf dem Schuppen unter dem Dach und mische mir hier eine transparente Farbpfütze aus Ultramarinblau und Permanent Alizarin-Karmesin. Das Blau sollte in der Mischung überwiegen. Direkt unter dem Dach setze ich einen Strich Lasurorange und füge dann die violette Mischung an. Hier gibt es einen schrägen Schatten von dem Häuschen daneben und auch die Blumen werfen hier natürlich einen Schatten. Fensterrahmen haben auch einen kleinen Schatten und die Tür. Hier möchte ich noch eine Lampe andeuten mit kleinen lockeren Kabeln. Und auch der zweite kleine Schuppen bekommt natürlich seine Schattenform. Hier finden sich auch noch einige Schatten von einem Baum, der in der Nähe steht, sodass dieses Weiß hier nicht mehr ganz so strahlend in Erscheinung tritt. Dieser kleine Schuppen hier hinten im Garten bekommt auch eine Schattenlasur. So ist er als Variation des Themas noch erkennbar, aber leuchtet am Bildrand nicht mehr ganz so stark. Auch die Bäume werfen einen Schatten, das Licht kommt leicht rechts von vorn und ich kann jetzt hier den Baumschatten auf die Wiese dementsprechend eintragen. Auch hier verwende ich wieder meine Violettmischung und gebe aber etwas Perylane Green mit hinein. Ein wenig löse ich diesen Schatten mit Wasser an. Und auch hier im vorderen rechten Bereich setze ich eine Schattenlasur. Ein paar dunkle Akzente noch in meinem Bildfokuspunkt, dem Schuppen und in den Fenstern, unter dem Dach in den Terrakotta-Ziegeln. Hier arbeite ich mit einer sehr cremigen Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Hier möchte ich einen Bereich noch etwas dunkler hinterlegen und arbeite mit einer cremigen Mischung aus Perylane Green und Green Appetite Genuine. Einen dunklen Busch ein. Beim Schuppendach hole ich noch ein paar kleine helle Formen heraus, denn die Dachziegel sind so wie das Häuschen sehr alt und haben eine ganz unterschiedliche Färbung natürlich auch.
Ich hoffe, mein kleines Motiv aus Griechenland hat dir gefallen und du probierst es jetzt auch einmal aus. Ich mag an diesem Bild vor allen Dingen das strahlende Leuchten des weißen Mauerwerks. Und mein Tipp für dich, je dunkler du mit den Grüntönen im hinteren Bereich arbeitest, umso mehr wird der kleine Schuppen anfangen zu leuchten. Viel Spaß beim Ausprobieren und wenn du möchtest, schau gerne wieder am nächsten Samstag hier bei mir in der Aquarellwerkstatt rein. Dann gibt es ein neues Video zum Thema Aquarellmalen. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.